Hast du Schmerzen direkt vor dem Knie, besonders dann, wenn du das Knie durchstreckst? Es könnte an den Hofferschen Fettkörper liegen. Viele wissen es gar nicht, dass so eine kleine Gewebe so viele Probleme machen kann. In diesem Video erfährst du, was es ist, warum die Schmerzen entstehen können und ja klar, was du machen kannst, um deine Schmerzen wieder zu lindern. Der Hoffersche Fettkörper, das ist eine Gewebe und es liegt direkt vorne am Knie. Es ist platziert einmal zwischen den Ober- und Unterschenkelknochen, aber auch unterhalb von der Kniescheibe. Die Sehne von der Oberschenkelmuskulatur verläuft dann direkt über dieses Gewebe drüber. Seine Aufgabe ist eigentlich als Puffer, damit der Druck im Knie besser verteilt wird. Aber die neuesten Studien zeigen auch, dass er eine ganz wichtige Funktion hat für die Wahrnehmung des Knies. Er sorgt dafür, dass du wahrnehmen kannst, wie dein Knie jetzt gerade ist. Ob das durchgestreckt ist, gebeugt ist oder halb gebeugt oder wie es genau sich jetzt anfühlt. Dass der Hoffersche Fettkörper mit so vielen Nerven versorgt ist ja super für die Wahrnehmung, aber andererseits sorgt es dafür, dass wenn irgendwas im Knie ist, dieses Gewebe auch sofort Schmerzen meldet. Dieses Gewebe kann auch durch ein direktes Trauma verletzt werden. Das heißt, wenn du direkt auf dem Knie rauffällst oder wenn du längere Zeit in einer knienden Position gearbeitet hast. Die Antwort auf diese Reizung, es schwillt sofort an. Das vordere Bereich vom Knie ist geschwollen und schmerzhaft. Andererseits, jede weitere Einschränkung im Knie, wie zum Beispiel Arthrose oder Meniskusschaden, können dafür sorgen, dass dieses Gewebe in Mitleidenschaft gezogen wird, was dann auch die typischen Beschwerden für das Hoffersche Syndrom auslösen kann. Mit der richtigen Maßnahmen kannst du dafür sorgen, dass genau diese Struktur sich wieder beruhigt, wodurch deine Schmerzen und die möglichen Bewegungseinschränkungen auch deutlich nachlassen können. Welche Maßnahmen es sind, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Als erstes ein ganz einfacher Test, um zu schauen, ob dieses Gewebe bei dir irritiert ist. Setz dich so hin, dass deine Oberschenkel gut auf die Sitzfläche platziert ist. Du ertastest deine Kniescheibe und direkt unterhalb davon, da sitzt das Hoffersche Fettkörper. Jetzt drückst du mit deinen beiden Fingern etwas dagegen. Wenn hier schon Schmerzen ausgelöst werden, dann ist der Test schon positiv. Wenn du noch keine Beschwerden hast, dann probier mal, du hältst den Druck, Finger gegen Finger. Hier zwischen verläuft ja die Sehne von der Oberschenkelmuskulatur und jetzt streckst du das Knie. Spätestens dann, wenn der Hoffersche Fettkörper gereizt ist, werden deine Beschwerden deutlich ausgelöst. Und nun, wo du weißt, woher deine Beschwerden kommen, brauchst du nur noch die richtigen Übungen. Studien zeigen, je besser die Kniescheibe an den Oberschenkelknochen geführt gleiten kann, desto weniger Beschwerden haben die Patienten. Mit dieser Übung erreichst du eine Stärkung der Oberschenkelmuskulatur, was indirekt mehr Stabilität für dein Knie gibt. Und dafür brauchst du eine Türrahmen. Stell dir so hin, dass ein Fuß an der inneren Seite und die anderen Fuß auf der Außenseite von den Türrahmen bleibt. Halte dich mit beiden Händen ganz fest an den Türrahmen. Die Beine sind etwas mehr als hüftbreit auseinander. Und jetzt geh mit dem Gesäß so weit nach unten, bis du ungefähr 90 Grad von den Knien hast. Du kannst je nach Körpergröße dann deine Hände etwas nach unten nehmen. Wichtig ist Oberkörper gerade, 90 Grad Kniebeugung und 90 Grad Oberschenkel. Und in dieser Position verbleibst du nun für 45 Sekunden. Glaub's mir, es ist anstrengend. 45 Sekunden sollen das werden und das 4 Serien lang. Wenn du zu Beginn nicht ganz so sportlich bist und das zu schwer dir fällt, die gesamte Zeit in der Position zu bleiben, dann kannst du deine Hände etwas nach oben greifen und deine Knie etwas mehr strecken. Hier wird die Übung deutlich leichter. Je nach Trainingszustand entweder 60 Grad oder 90 Grad. Wichtig ist, 45 Sekunden sollen das werden und davon 4 Serien. Und das ist die erste Übung. Die zweite Übung ist für die Beinachse.
Je mehr du deine Beine durchstreckst und in X-Beine reinfällst, desto mehr Druck entsteht auf das Hoffersche Fettkörper. Und das soll nicht passieren. Am besten machst du die Übung direkt für einen Spiegel, dass du genauer sehen kannst, wie deine Beine gerade so stehen. Also, stell dir hin, deine Beine sind etwas mehr als hüftbreit auseinander. Und wenn du in dieser Position schon siehst, dass deine Knie durchgestreckt sind, dann Alarmglocke an. Deine Knie dürfen nicht durchgestreckt werden. Ja? Also, du solltest jetzt deinen Gesäßmuskel anspannen und auch deine Fußmuskulatur anspannen, so dass du das Gewicht von der inneren Seite vom Fuß nach außen verlagerst. Wichtig ist, der große Zeh, der bleibt auf dem Boden. Und gleichzeitig Gesäßmuskel anspannen, so als ob du die Hüfte nach außen drehen möchtest. Der komplette Fuß bleibt auf dem Boden und da würdest du automatisch sehen, wie du von einer X-Beinstellung in eine O-Beinstellung reinkommst. Es sollte von der Gesäßmuskulatur angesteuert werden und auch von der Fußmuskulatur. Wenn du diese Position erreicht hast, Oberkörper aufrecht, die Beine in so einer O-Stellung, bleibst du in dieser Position für 30 Sekunden. Spanne ganz bewusst kräftig noch die Gesäßmuskeln an, damit du deine Beine, die gesamte Spannung von der Oberschenkel, Hüfte bis nach unten zum Fuß spüren kannst. Bleib in der Position für 30 Sekunden und lass es dann wieder los. Wie gesagt, am besten machst du es vor dem Spiegel, dass du auch sehen kannst, was du genau ansteuerst. Gewicht von dem Fuß nach außen verlagern, den großen Zeh hebt nicht vom Boden ab. Zusätzlich Gesäßmuskel anspannen, dass du die Hüfte nach außen drehst und deine Beine in eine O-Stellung reinbringen. Oberkörper aufrecht und in dieser Position 30 Sekunden verbleiben. Das Ganze solltest du dann 3-mal wiederholen. Die nächste Übung dient zur Stärkung der hinteren Oberschenkelmuskel. Diese Muskelgruppe ist extrem wichtig, damit du das Knie nicht die ganze Zeit durchstreckst. Und dafür solltest du dich jetzt auf den Boden hinlegen. Leg dich mal auf den Boden hin und platziere deine Beine entweder auf dem Sofa oder einen Stuhl, dass du so ungefähr 90 Grad vom Knie hast und ungefähr 90 Grad von der Hüfte. Nun kommt das gesunde Bein auf das Bein drauf, wo du Beschwerden hast. Also meine Beschwerden sind jetzt links. Ich platziere mein rechtes Bein auf das linke drauf. Und jetzt versuchst du in dieser Position das Gesäß von dem Boden hochzuheben. Du solltest eine deutliche Anspannung an den hinteren Teil der Oberschenkel spüren. Auch hier werden wir isometrisch arbeiten, das heißt Anspannungsübungen. Bleibe in dieser Position ebenfalls für 45 Sekunden. Und das Ganze wiederholst du dann 5-mal. Wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht so lange halten kannst, ist es zu Beginn überhaupt kein Problem. Arbeite daran, dass du dich Woche für Woche steigerst. Zu Beginn reichen dann zum Beispiel erstmal 20 Sekunden oder 30 Sekunden, wenn du das schaffst. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter Infos bekommen willst, wie du zu Hause mit einfacher Übung Schmerzen lindern kannst und deine Beweglichkeit verbessern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Und unsere letzte Übung dient zur Stärkung der Gesäßmuskulatur. Je stärker deine Hüftabduktoren sind, das heißt die Muskulatur, die deine Hüfte spreizt, desto besser ist es für deine Knieachse. Eine gerade Achse gleich weniger Überlastung fürs Knie. Und dafür solltest du dich auf der Seite hinlegen, mit der betroffenen Seite oben. Leg dich auf die Seite mit der betroffenen Seite oben. Deine Hüfte sollen ungefähr in 45 Grad gebeugt sein und deine Knie in ungefähr 90 Grad. Jetzt platzierst du deine obere Hand auf das Becken drauf, damit du sicherstellen kannst, dass dein Becken stabil bleibt. Das ist das A und O für diese Übung. Also, die Hand ist jetzt halt auf der Hüfte. Jetzt spreizt du das obere Bein und platzierst das Knie etwas höher als die Hüfte. In dieser Position streckst du nun die Hüfte. Das heißt, das Bein
bringst du dann nach hinten. Bleibe mit dem Knie oben und dann bewegst du den Fuß nach unten, so als ob du mit der Ferse den Boden antatschen willst. Knie bleibt oben, Fuß kommt leicht auf den Boden. Jetzt die Ferse wieder hochheben Richtung Decke und das Bein wieder nach vorne bewegen. Und das Ganze nochmal. Bein bleibt gespreizt. Zuerst wird die Hüfte gestreckt, das Bein wird nach hinten gebracht. Das Knie bleibt oben. Du drehst den Fuß, dass die Ferse auf den Boden kommt. Und in diesem Moment ist es wichtig, dass du nicht nach hinten fällst mit dem Becken, sonst verlierst du an Effektivität der Übung. Also Knie oben, Ferse nach unten Richtung Boden. Du wirst auch die deutliche Spannung im Gesäß merken. Dann den Fuß wieder nach oben bewegen Richtung Decke und das gesamte Bein wieder nach vorne. Es sieht leicht aus, aber du wirst merken, wie anspruchsvoll diese Übung ist, wenn du die korrekt durchführst. Runterlassen, Ferse zu Boden, Becken bleibt stabil, Ferse wieder heben und dann wieder nach vorne. 3 Serien sollen es werden von 12 Wiederholungen je Seite. Da die Beinachse ja immer beidseitig ist, ist es wichtig, dass du genau diese Übung auch auf die gesunde Seite durchführst. Und ebenfalls da sollen das wieder 3 Serien werden von jeweils 12 Wiederholungen. Vor allem bei Beschwerden zählt Qualität vor Quantität. Lieber weniger Wiederholungen, dafür vielleicht eine Serie mehr, aber sauber ausgeführt. Und zum Schluss zeige ich dir noch 5 goldene Tipps, um deine Schmerzen zu lindern. Der Tipp Nummer 1. Es ist extrem wichtig, wenn du an so einer Beschwerde leidest und das Gewohnheit hast, das Knie in stehender Position mit durchgestreckten Knien dazustehen. Das heißt, wenn du die Gewohnheit hast, mit durchgestreckten Knien dazustehen, dann achte drauf und versuche immer das Knie etwas gebeugt zu lassen. Mit voll durchgestreckten Knien sorgst du dafür, dass die Spannung von der Oberschenkelmuskulatur über die Sehne verstärkt wird, was dann der Druck auf das Gewebe erhöht und schmerzhafter macht. Tipp Nummer 2. Das gleiche gilt auch für Übungen. Übungen, wo man in die volle Streckung des Knies reingeht, sind nicht so optimal. Wie zum Beispiel entweder in liegender oder sitzender Position, das Knie komplett durchgestreckt und so komplett durchgestreckt hochheben. Hier passiert genau das Gleiche. Die Oberschenkelmuskulatur wird aktiviert, was dann die Spannung auf der Sehne erhöht und letztendlich auch der Druck auf das Hoffersche Fettkörper. Auch im Fitnessstudio Geräte wie zum Beispiel Leg Extensions, das heißt Beinstrecke, solltest du nicht in voller Ausmaß ausüben, weil dadurch der Druck zu hoch ist. Tipp Nummer 3. In diesen Fällen kann Eis gut hilfreich sein, um deine Schmerzen zu lindern. Im besten Fall platzierst du das Eis in eine sitzende Position, weil dadurch wird das Knie in 90-Grad-Stellung gebracht, was dann das Fettkörper nach vorne bringt und du hast also mehr Areal, was du jetzt kühlen könntest. Zuerst ein Handtuch drauf und dann kommt das Eispack drauf oder so ein Gelkissen. Und das lässt du 5 Minuten drauf, nicht länger, nur 5 Minuten. Nimm es dann wieder weg, lass es 10 Minuten ruhen und dann erneut mit einem neuen Eispack genau in die gleiche Position. Und hier solltest du ein bisschen darauf achten, dass es in den vorderen Bereich bleibt und nicht zu weit zur Seite rutscht, weil hier verläuft relativ oberflächlich ein Nerv und Nerven mögen keine Kälte. Also, wenn du das Gefühl hast, dass im Knie etwas kribbelt oder zu doll wehtut, dann Eis sofort wieder weg. Sonst 5 Minuten, 10 Minuten Pause, erneut 5 Minuten Eis. Und anschließend die Übungen. Da das Eis dir hilft, schmerzfreier zu werden, wird es viel leichter sein, deine Übungen durchzuführen. Tipp Nummer 4. Vermeide Positionen, in denen du Schmerzen hast. Es hört sich etwas banal an, aber Positionen wie zum Beispiel Schneidersitz oder gebeugt oder wenn man jetzt so auf dem Sofa sitzt oder irgendwas, wo die Knie zu doll gebeugt sind oder übermäßig durchstreckt sind, wird der Druck auf das Fettkörper erhöhen und auch Schmerzen auslösen. Und Tipp Nummer 5.
Vermeide Schuhe, die zu flach sind. Wenn du Schuhe trägst, die zu flach sind, die werden dafür sorgen, dass du beim Laufen, beim Fersenlanden, das Knie eher komplett in eine Durchstreckung geht, als wenn du Schuhe trägst, die etwas hinten erhöhte sind. Entweder eine Keil- oder Laufschuhe, die können dir gut dabei helfen, deine Ferse etwas zu erhöhen, und durch die Erhöhung der Ferse kommst du automatisch in eine leichte Kniebeuge, minimal. Und das wird schon ausreichen, um dein Knie von dieser Durchstreckungsposition wegzubringen. Und auch wenn du das Knie nicht durchstreckst, sorgen sie dafür, dass der Druck im Knie weniger ist. Weniger Druck gleich weniger Reizung, gleich weniger Schmerzen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du nutzt die Tipps, um dir eine zusätzliche Unterstützung zu geben. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!